das ist klar gewesen, dass wir haben müssen schauen, dass aus dieser Geschichte, jetzt, die sich jetzt wiederholt, nicht einfach nur eine Tragödie oder eine Farce wird, sondern dass wir das Ruder können übernehmen und nicht einfach uns selber kopieren, wie das irgendwie Hunderte oder Tausende von Künstlern machen, die sogenannte Reunions oder Revivals oder wie immer man das will bezeichnen, machen. Genau das haben wir ja nicht machen. Aber genau darum haben wir uns müssen bewusst werden, warum wir es eigentlich machen und warum wir es überhaupt früher gemacht haben. Und der Tom, zu dem Zeitpunkt, wo wir wieder angefangen haben Musik zu machen, hat zum Beispiel nichts zu tun haben mit Hellhammer. Er hat gefunden, das sei alles Scheiße und was wir dort gemacht haben, sei pubertärer Unsinn gewesen und er schäme sich eigentlich nur dafür. Die Hölle, wie ich sie selber immer nenne, das Wort, das ich immer benutze, wenn ich über meine Jugend rede. Ich habe mit der absolut nichts mehr zu tun haben. Ich wollte über die nachdenken, noch über sie reden. Die meisten Jahre von meinem Leben. Und da Hellhammer sich nicht trennen lässt von den Umständen, da die Umstände von meiner Jugend der direkte Grund sind, warum es Hellhammer überhaupt schlussendlich gegeben hat, habe ich unglücklicherweise auch sehr lange Hellhammer einfach ignoriert und weggepusht. Ich bin in einem Bauernkaff aufgewachsen und ich muss das sagen mit Abscheu, weil das war ein ganz schlimmes Kaff gewesen, wo die Leute mich gehasst haben, wo die Leute mich total ausgegrenzt haben. Und ich habe die Zuflucht gesucht in der Musik zuerst mal. 10 Jahre bevor es eine Black-Metal-Szene gegeben hat, sind wir mit unserer Musik völlig neben dem Geschmack der Zeit gestanden. Und wir mit unserer Punk-beeinflussten Kellermusik, mit Gesang, wo tönt, als hättest Luftröhrenkrebs. Also anders kannst du es nicht beschreiben. Alle anderen haben wirklich opernhaft gesungen und die Sänger haben sich überboten, wie viele Oktaven sie können singen im Heavy Metal. Während ich gesungen, es war ja nicht wirklich ein Gesang, sondern es war ein Geröchel, ein Herz. Wirklich wie ein Dämon halt, oder? Uns hat einfach die Aggression interessiert. Für mich persönlich sind die Texte ein Ausdruck von dem Hass, den ich auf die Menschheit hatte. Die Texte, die ich damals geschrieben habe, wo zum Teil auch heute, 25 Jahre später, wo ich richtig merke, das ist heavy stuff. So Texte wie Satanic Rites, wo wirklich fast schon gefährlich sind. Es gibt einem schon zu denken, wenn ich die radikalen Sachen mit diesen Text beschrieben habe, die sind dann zum größten Teil alle wahr geworden. Es sind Leute abgestochen worden, auf primitivste Art. Es sind Killen abgefackelt worden. Und das ist schon echt, das allein wird wahrscheinlich schon irgendein Buch rechtfertigen, dass das irgendwelche Gofen aus Nürnsdorf, Bassersdorf, Wallisellen das vielleicht nicht bewirkt haben, aber doch ein Teil davon sind, von diesen ganzen Events. Vielleicht das sogar bewirkt haben, wer weiß. Aber zumindest garantiert ein Teil sind davon und die Ideologie mit in die Welt getragen haben, die nachher passiert worden ist, mit den drastischsten Konsequenzen für die betroffen worden sind in Norwegen. Do you believe? For if you do, you earn my respect. Because let me tell you, Bergen, there is no God. This is Ein Elohim.
which I soar. Bring down the fame from among thine adversary. They shall fall, nor rise no more. Death, rock, rumble, thunder, rock. They'll play my passion, death, rock, rumble, thunder. Again, all simple flash. Hast du die Sprinkleranlage gesehen, die rund um die Kille geht, unter dem Vordach? Unmutig so. Da unten innen drin, oder? Gerade da unter dem Vordach hat es eine dicke Sprinkleranlage. 40 Kilo haben sie abgebrannt, gell? Die 40. Die das Original. Aber es ist nicht bei allen Ja gut, es bewiesen, sind ja ein paar ob technische Sachen drin. Black Metal in dem sie sind. Ich persönlich fühle mich eigentlich nicht primär verantwortlich. Aber es ist doch so, dass ich da mich berührt fühle davon. Ich weiß nicht, ob man es so leicht kann wegreden. Und das hat mit dir nichts mehr zu tun, weil viel von Hellheim ist passiert, bevor du dabei bist. Und gewisse Sachen, die wir dort veröffentlicht haben, gehen ganz klar in die Richtung. Und in der Zeit, wo ich mich instinktiv distanziert habe von Celtic Frost in meinem ganzen Leben, wo Celtic Frost nicht existiert hat, habe ich auch Mühe mit dem Bewusstsein. Heute ist fast schon stolz da. Was ich mache in Celtic Frost, ich rede nicht für die anderen, ich rede einfach nur für mich. Was ich mache in Celtic Frost ist kein Schauspiel. Die Aggression, die ich da umtrage und die Texte und die Musik, die ich schreibe, das ist echt, das ist kein Schauspiel. Und ich habe Mühe damit mit Bands, die das einfach nur schauspielen, irgendwie das böse wirken. In Wirklichkeit, oder? Bei mir ist das eine Reaktion von meinem Leben. Und ich habe das Leben nicht wollen. Und ich kann nicht so werden. Wo meine Familie noch sagen wir mal, perfekt war, ja, das gibt es ja sowieso nicht. Als ich ganz klein war, es war so Hippie-Zeit und meine Eltern haben mir nur Liebe gepredigt und gesagt, auf der Welt kann man nur zusammenleben mit Liebe und so. Meine ganze Jugend habe ich das gehört als kleiner Knopf. Ich habe das ernst genommen, blöderweise. Ich habe zugelassen und ich habe gedacht, das ist so, und bin dann in die Welt raus und habe radikal jeden Tag das andere erfahren, dass das eben nicht so ist. Dass das zwar so wie funktioniert, aber dass niemand das macht. Das ganz im Gegenteil. Wenn du willst, Liebe oder so, kommst du dran und es wird ausgenutzt. Und es hat sehr lange gebraucht, bis es mich dann gedreht hat, bis ich dann auf die andere radikale Seite gegangen bin. Und nur noch mit Aggression und Verachtung reagiert habe. Und es ist immer schnell, man sucht immer schnell einen Sündenbock. Und Musik hebt dann natürlich vor allem sehr gut dafür an, oder? Weil vor allem Musik und vor allem so extreme Musik, wie wir es machen, natürlich die Emotionen wirklich reflektiert oder sie tatsächlich auch evoziert. Und das ist für uns damals auch die Essenz gewesen. Wir haben die Musik gemacht zum Überleben, zum die Energie aus uns freisetzen. Also das war ein Befreiungsschlag gewesen. Das ist für uns eine musikalische Revolution, eine Rebellion gewesen und auch ein Versuch, uns selber einen Halt zu geben, eine Welt zu schaffen, wo wir unsere Existenzberechtigung drin hatten. Und die hat dann dort auch ihren Zweck erfüllt. Für mich war Musik Mittel zum Zweck. Und der Zweck war ganz klar, aus dem Ich, wo ich damals als pubertierender Jugendlicher das Gefühl hatte, sage ich, auszubrechen. Dazu ist dann natürlich auch die ganze Auseinandersetzung mit diesen Bildwelten, mit den Thematiken, die im Heavy Metal präsent sind. Das heisst, so die
antichristliche oder die Parallelwelt, und das ist ja nicht nur antichristlich, aber der Teufel hat mir natürlich die grössere Identifikationsfläche geboten, weil er noch nicht ausdefiniert war von meinem Umfeld oder nur negativ ausformuliert war und ich natürlich ihn dann plötzlich auch für mich positiv behaften konnte. Also mit meinen eigenen Wünschen, mit meinem eigenen Sehnen, mit meinem eigenen Verlangen habe ich die Figur füllen, was mit Gott nicht möglich war, weil der war ja bereits definiert von meiner Mutter. Jetzt noch zu einem anderen Thema, Satanismus, ja. Satanismus als Heavy-Metal-Image. Was sagst du zu dem? Das ist Ja, ein rotes ich meine- Tuch für dich, oder? Ein rotes Tuch für mich, das kannst du nicht sagen. Ich meine, es kommt darauf an, es gibt schon viele Bands, die jetzt auf dem Hurenzug, auf dem Black Metal Zug reiten, weil du verkaufst jetzt gerade wahnsinnig viele Platten, wenn du jetzt sagst, bei Black Metal und so. Und das finde ich auch schade, dass da schon viele Bands... gewissen Rahmen. Ja, okay, aber schon viele Bands, weil das sehr einfach ist, sich umgekehrte Kreuz und so anzulegen, kommt dann auf die Bandwagen. Also Also es ist ein reines Image, oder? Ein reiner das Verkauf. kannst du nicht generell sagen. Ich meine, es gibt sicher Bands, die das glauben, das ist möglich, oder? Ich weiss das nicht, oder? Und was wollt denn ihr, Celtic Frost? Celtic Frost, sicher nicht das. Was wollen wir, Martin? Nein, wir machen die Musik, die uns gefällt. Wir machen das, was wir persönlich mögen und so. Und wir singen von Okkultismus, von Fantasy, so Sachen, oder? Unterscheidet sich das gross vom... Das unterscheidet sich garantiert. 4/5 vom Okkultismus sind kein Satanismus. Ich praktiziere kein schwarzes Messer, bringe kein Mädchen um und so. Ich finde das ein Scheissdreck. Okay, Tom, wir könnten noch lange darüber reden, aber du musst, glaube ich, sofort auf die Bühne und loslegen. Wir hören jetzt nämlich Celtic Frost mit Into the Crypts of Race. Ich habe sicher eine sehr starke Identifikation mit Tom gehabt. Ich habe das umgekehrt auch so wahrgenommen, dass er das mit mir hat. Also das war mein Empfinden gewesen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch der primäre Grund, warum wir dann in diesen Jahren 3, 84 so intensiv haben können zusammenarbeiten und dann sogar Hellhammer haben können überwinden und Celtic Frost machen. Ich glaube, das hätte Tom nicht allein können und er hat das auch gewusst, dass er es nicht hätte können, sondern Celtic Frost ist unsere Band gewesen. Innerhalb von der aufstrebenden Heavy Metal oder auch, wenn du willst, Extrem Metal Szene sind wir zweiteilt aufgenommen worden. Also, oder besser gesagt, man hat einfach zwei verschiedene Approaches gehabt zu uns. Der eine war, hey, die Jungs sind total durchgeknallt, durchgedreht, absolut das Verrückteste, härteste, kaputteste, was es gibt. Und das andere war, hey, die Jungs sind total kaputt, absolut durchgedreht, das kaputteste, schlechteste und beschissenste, was es gibt. Oder? Und was der gemeinsame Nenner war, ist, dass man absolut durchgedreht, verrückt und kaputt ist. Und das hat vielen Leuten, glaube ich, einfach aus dem Herz herausgeredet. Das war genau das, was viele Leute in dieser Metal-Szene gefunden haben. Ja, das ist genau das, was ich will. Ich will den radikalsten, kaputteste, extremste Metal hören. Ich will etwas hören, was so extrem ist, dass es mir aus den Ohren rausblüht.
you're a star. Thank you. Good drumming. Thank you very much. Yes. Good fanning. It's beautiful, sorry. Thank you. You're welcome. Bye. Domo arigato. Domo arigato. Thank you. Bye, thank you. Bye. Also wenn nicht alles ein bisschen verspätet, hat sie mir recht knapp mit dem Soundcheck. Das war nicht alles Verspätung, ja? Sind wir klar? Hä? Ja, es ist jetzt nice. 90 Minuten Time, Soundcheck, oder? Haben wir noch eine halbe Stunde, er ist noch mit dem Setup sind die. Schlagzeug steht und ist gecheckt, aber Gitarre und Bass ist noch alles am Verkabeln. Wir sind der Headliner. Machen wir ein bisschen länger. Jetzt kommen wir so anders in Effekt dran. Also wir machen sicher keinen Kompromiss. Ich habe keine Lust, den ersten Gig mit einer fremden Crew zuerst mal in Japan mit einem Kompromiss anzufangen. Geht es halt ein bisschen länger, dann müssen wir halt die drüber schneiden. Das ist mir absolut schnurz. Allein bin ein Nichts. Verdorben mein Name, mein Leid, mein Reich, mein Wille, mein Fluch. Und ich bin in Versuchung und kenne keine Erlösung. Denn mein ist das Leid, die Wut und das Streben bis zum Tode. Amen. I think this is one of the worst shows we've done so far together, right? No, I mean, you have to say it isn't a bad show. The show was great. Also nach der 5. like Partner habe ich everything was there, absolut keine Konzentration. It's a good band you got together. Ich meine, sonst, wenn ich auf die Bühne gehe, bin ich in einer anderen Welt. Wenn alle 10 Sekunden etwas passiert, bist du schlussendlich wieder völlig auf dem Boden, oder? Das ist einfach absolut keine Konzentration. In der letzten halben Stunde habe ich nur gefaked, weil ja, alles ist ausgestiegen, aus dem Schlagzeug ist alles ausgestiegen. Die ganze irgendwelche Leute vor und hin und durch. Aber es ist geil gespielt. See you tomorrow. Good night, Satyr. Und die Leute haben es sehr geil gefunden. Look. Ich komme ja wieder mal auf Tokio. Hello. Excuse me. Girlhammer. Oh, Galhammer. Yeah, but later. Okay. Hi there. Hello, ladies. Later. Hi. Warte, ich schmeiß sie raus. Hi, he's not there. Ich muss Hey, let's go out for a second. Let's go out for a second, ladies. Hi. Hi. Nice to meet Nice you. to meet you. What's your name? Vivian. Vivian. Schroeder. Rota. You want to hear too, Tom? Thank No, you. I'm good, thanks. What, Campagne? She very nervous. Pleasure Thank meeting you. Yes.
I'll be seeing you in next Friday, huh? In their houses. Because they're all like paper made, closely built together, you know. And so clean. Just 2 hours we land. Clean, So this is Japanese unbelievable. practice room, basically. Yes. And everybody practices like this. So this Yes. is all practice Yeah. areas. Oh, nice t-shirt. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Mika. Oh, with mirror. Nice to meet you. Wenn ich mir jetzt überlege, dass eigentlich Hellhammer 25 Jahre zurückbleibt und dass immer noch Interesse an dieser Band besteht und dass es anscheinend immer noch Leute gibt, die irgendwo dort irgendetwas drin sehen, aus etwas, was ich gemacht habe, wo ich ein kleiner Rübis war, das ist schon sehr befriedigend. Aber es ist auch etwas, was ich wirklich losgelöst betrachten kann. Und ich wirklich unabhängig von mir betrachten, weil ich eigentlich weiss, dass es mit der Person, wo ich jetzt bin, oder sogar mit der Person, wo ich damals war und den Bedürfnissen dieser Person eigentlich gar nichts zu tun. Yeah. Thank you. Thank you, William. Thank you. Very nice. Great drummer. Yeah, it's not bad. なんかすごい笑ってんだけど。Ich bin dort eigentlich eingestiegen wie eine normale Band rein. Eigentlich, ich habe mir jetzt da am Anfang nicht ausgerechnet, dass das jetzt das auffette Teil ist. Ich bin dann dort ein bisschen rein und dann habe ich erst mit der Zeit eigentlich gemerkt, wie fett das eigentlich ist. Aber erst, als ich wieder angefangen habe, ein Heavy-Metal-Magazin zu kaufen und so. Und dann, wo wir natürlich wieder aktiv geworden sind, ist natürlich das Interesse dann auch wieder aktiver geworden. Und wie gross das es dann wirklich war, also vor allem im Kultbereich, nicht unbedingt im zahlenmäßigen Bereich, aber im Kultbereich, das ist mir dann erst viel später dann bewusst worden, wo wir dann unterwegs sind. Und dann bin ich fast schon stellenweise ein bisschen überfordert gewesen. Du wirst da rumgejagt auf diesen Touren und du fliegst im Zeug rum und so. Und es könnte alles hure lässig sein eigentlich. Es könnte. Aber es ist alles so knapp in der Zeit und mit dem Geld und alles ist so, dass es funktionieren. Es ist nicht mehr ein kulturelles Erleben. Und da muss nur irgendwo am Ecke irgendetwas schief gehen, einer muss eine beschissene Laune haben oder hat sonst etwas nicht im Griff und dann ist der Trip für die Füchse. Kecke, kommst heim, bist eine Woche weg gewesen, und es war einfach nur Scheiße. Ich Ich muss habe noch. noch 2, 3 Sachen zu machen. Ja, ich klar, jeder hat noch, natürlich habe ich auch noch 1, 2 Dinge, aber die mache ich halt am Morgen zwischen 8. Ja, ich auch. Also sehen wir uns morgen. Auf jeden Fall. Oder Martin, das hast du vom Internet runtergeladen? Ja, das findest du überall. Das ist der offizielle Exorzismus der römisch-katholischen Kirche. The Roman Catholic Exorcism, Ritual vom translated from the Rituale Romanum. For thee and thy angels is prepared the unquenchable fire.
Because thou art the chief of accursed murder. Thou art the author of incest, sacrilege, the man of Therefore, Olympius one, go out. Go out, thou scoundrel. Go out with all thy deceit. Go out, thou scoundrel. Because Go out. God has willed that man be his temple. Ich bin überzeugt, heute wird etwas grausam falsch gehen. Das ist wirklich meine Überzeugung. Stigma vom Heimatkick, ja. Nein, ich kenne die Band. Wir können genial sein, aber meistens sind wir genial irgendwie in New York. Ruhe. Man muss den Teufel nicht herbeischwören. Nein, der ist eh schon dabei. Ja, eben, wenn man schon weiss, und heute wird sicher etwas grausam Scheiße gehen und du filmst das noch mit 100 Leuten und ich weiss was und dann sehen wir wieder Scheiße aus in ganz Schweiz und ich muss wieder auswandern und der ganze Scheiß fängt von vorne an. Was soll ich sagen? All die Leute, die die letzten 20 Jahre in meinem Leben wichtig waren, die mir geholfen haben, die ein Bestandteil von meinem Leben waren, wirklich familiär, Freunde, über das Weiz, über den Bereich jetzt von Musik oder Celtic Frost aus, ein Grossteil von diesen Leuten kommt nicht an. Mein Vater ist 73, der kommt das erste Mal heute das Celtic Frost Konzert schauen. Und das war etwas, was mir damals mit 16, 17 extrem wichtig war. Nur damals haben sie natürlich überhaupt nichts gehalten von dem. Damals haben sie gefunden, das ist Unsinn. Nein, kein Küssli. Ja, Küssli. Kein Küssli. 20 Jahre. Extrem freut sind gekommen. Extrem freut. Sorry, mal, aber du siehst schon, was da... Das ist tatsächlich 20 Jahre. Das nächste Mal machen wir es dann. Hey, super. Extrem lässig. Tom kennt ihr ja noch, oder? Das ist der Franco, der Sesam, Schlagzeuger. Sehr lang her. Ja, Aber ich mache es schon recht gut. Das letzte Mal, wo wir gesehen haben, Martin seinen 20. Geburtstag. Ja, genau. Hallo, miteinander. Alle zusammen. Hallo. Ich bin leider da noch ein bisschen vorbereiten. Also. Rudi. Ich muss noch öffnen, eben, weißt du. Ich kann mal, wenn es dir nicht ausmacht. Aber nur, wenn es dir nicht ausmacht. Ja. Haben wir noch ein Foto gemacht zusammen? Ja, ist schon gut. Guten Abend, Zürich. Es ist genau 20 Jahre her. Der Martin hat mir gesagt, ich muss euch sagen, dass es uns extrem freut, hier zu spielen. Und das habe ich jetzt gemacht. War
darkness, filled with hatred. To no life except to death. The searching of the nation, portion of the light. Under the flames into the rock. So explosion flashes weak. Für mich, wenn du fragst, was ist dein grösster Fehler? Oder was ist das, was dich am meisten stört bei Celtic Frost? Dann ist es ganz klar. Ich habe die Megatherion nicht aufgenommen. Und wir haben dann die beiden Gemälde Satan 1 und Victory 3 vom HR Giger auf dem Album verwendet. Und deshalb ist das auch ein absoluter Meilenstein, die Geschichte von Celtic Frost, weil die Kunst in Verbindung mit der Musik auf dem Album ist bis heute etwas vom Wichtigsten, was die Band je gemacht hat. Das ist eines der Hauptwerke, wo uns alle Leute bis heute damit identifizieren. Ich habe die Songs mitgeschrieben, mitarrangiert, Text geschrieben dazu, der Albumtitel ist ausgewählt von mir, das visuelle Konzept irgendwie von der Bildauswahl, das habe ich alles mitgemacht und zum Teil einfach auch selber gemacht. Aber ich bin nicht drauf, ich habe die Platte nicht aufgenommen. Das ist natürlich für mich so, ja, das ist natürlich schon ein grosses Stigma, weil es ist eigentlich auch meine Platte. Der Punkt ist gekommen, klar, wo die Freundschaft sich geschnitten hat mit den Interessen der Band. Und das ist ein ganz beschissener Punkt. Weil keiner von uns ist ohne Gefühl. Wir haben einen gemeinsamen Traum gehabt, klar, wir haben den fanatisch verfolgt. Aber ich liebe den Martin, ich habe ihn auch dort geliebt. Und der Punkt, der ist nicht einfach, wir haben nicht einfach eines Tages gesagt, Martin muss aussteigen, sondern das ist ein unheimlich beschissener Punkt gewesen. Und ich habe den Martin eigentlich mehr gehasst dafür, dass er mich zu dem Punkt gebracht hat, als dass er uns aufgehalten hat. Der Musiker, der dann reingenommen worden ist für die Aufnahme von Megatherion, hat sich dann aber als Nilpe entpuppt. Hat zwar im ersten Moment technisch besser können spielen als ich, aber das ist ja das Syndrom, das wir schon von früher her kennt haben. Die meisten Musiker, die wir kennt in unserem Umfeld, haben alle besser können spielen als wir. Ist aber musikalisch gesehen und vom Ausdruck her halt einfach ein Schluck Wasser gewesen. Und nach dem Studio ist dann der Tom zurückgekommen und hat gefunden, hey, look, mit dir ist halt schon etwas anderes und wir können uns nicht vorstellen, da mit dem anderen live zu spielen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Willst du nicht wieder einsteigen? Was der Tom gemacht hat, nachdem ich wieder eingestiegen bin, ist zum ganz klar markieren, dass er mich zwar braucht, aber nicht so fest, ist mir meine Freundin ausspannen. Die erste Frau, wo ich wirklich so, also weißt, so voll verliebt bin und es hat auch irgendwie eine Beziehung daraus rausgegeben. I had an affair with his girlfriend once. What do you mean a fucking affair? This was the first girl I ever had. I was in love with her, you know. He fucked her silly. He fucked her silly. I was fucking in love with that girl, you know. It's like the first time I ever was in love, you know, and he just fucking ruined it, you know. He wasted it.
And we had to go out on the road and we had to tour together. And I was with this guy, you know, and I know at the next room, he's fucking the girl I love, you know? Oh, he's a fucking piece of shit, this guy. Ich weiss nicht, ob irgendjemand jemals wirklich ein Freund war mit dem Tom. Tom ist für mich ein bisschen wie ein Bruder, aber ein Bruder muss nicht unbedingt ein Freund sein für mich. Everybody loves somebody sometime. Everybody needs somebody else. Es ist Amour fou, das Tom und ich haben, oder? Ohne dass es da irgendwie geschlechtlich vollzogen wird, aber es ist schon, es ist wie gesagt, ich sage, die Beziehung von mir zum Tom ist für mich ist das eine extrem intensive Beziehung. Der Mensch hat sehr viel Bedeutung für mich und steht mir sehr nahe. Aber genau aus dem Grund, weil er mir auch sehr nahe steht und weil ich auch weiss, weil ich erlebt habe, wie rücksichtslos dann kann mit dem umgegangen werden, muss ich auch eine Distanz wahren, oder habe ich wirklich auch müssen schauen, dass ich eine Distanz wahre, und die habe ich mir zuerst müssen erarbeiten, oder die hat er mir eigentlich quasi, weißt, er hat mich dann dort er hat mich ja eigentlich auf die Distanz gehalten, er hat ja immer wieder geschaut, vielleicht aus Angst, dass ich irgendwie, aus Futterneid, vielleicht aus Angst, dass ich ihm irgendwie den Platz streitig mache oder so. Tom, it's probably a good idea to start by defining just what sort of a band Celtic Frost is, or at least what sort of a band you think Celtic Frost is. You've been called a lot of names from black metal through to death metal, but how would you describe the band's music? We as a band, we hate all these cliches like black metal, death metal, you know. But if you want to have one of these cliches, I think death metal would be closest. Or as they now call us, avant-garde metal, like something new in the heavy metal scene. That's what we would like to be called. Ihr seid eigentlich bei den Speed- und Trash-Fans sehr beliebt. Freunde des gemäßigteren Hard Rocks können mit euch weniger anfangen. Habt ihr denn vor, ein größeres Publikum zu erobern, oder würdet ihr unter Umständen dafür auch einiges machen, sagen wir mal, von eurem Stil abweichen, um größere Massen anzusprechen? Ich würde sagen, was wir ausdrücken, ist ziemlich negativ, also Untergang von Kulturen, alles drum und dran. Und das verlangt einen gewissen Extremitätsgrad, also wenn man das aussagen will, wenn man das rüberbringen will vom Gefühl. Aber wir versuchen jetzt, die Breite unseres Sounds, die Breite an Gefühlen, die wir rüberbringen in der Musik, zu verstärken. Das heißt also, ich glaube, für den nächsten LP werden sich einiges mehr an Leuten angesprochen fühlen. Zum Beispiel die klassischen Musiker, die wir schon auf To Megatherion eingesetzt haben, werden diesmal noch viel stärker zu gelten kommen. Zum Beispiel Tom hat ein Requiem geschrieben, und es wird ein Gedicht von Baudelaire drauf haben, geschrieben in klassische Musik und in Rockmusik, und ich glaube, dass wir damit viele Leute erreichen können, obwohl es immer noch sehr, sehr extrem ist, also sehr auf gezielte Stimmungen hinzielt. Sur le dos satiné des molles avalanches mourantes, elle se livre aux longues pâmoisons et promène ses yeux sur les visions blanches qui montent dans l'azur comme des floraisons. Let me know. Total voice you kill Ich habe noch nie in meinem Leben 50 Shows am Stück so gespielt mit der Intensität. Und vor allem auch mit dem Druck. Ich meine, wir sind Celtic Frost, wir sind nicht irgendeine Putzi-Futzi-Truppe.
Du kommst da hin, da hast Leute, die warten seit 20 Jahren. Ich bin der neue Schlagzeuger, ich werde gemessen, ich werde beobachtet. Es gibt Leute im Publikum, die kennen jeden Schlag, die kennen jeden Break. Ich sehe die Leute im Publikum, wie die mitspielen. Und wehe, ich spiele irgendeinen Film oder so etwas nicht aus diesen klassischen Zeiten. Dann schauen die mich so an, du siehst richtig das Publikum. Gut, sie haben ja die Möglichkeit nicht, weil ich ja jeden mache. Aber du siehst es nach, wenn irgendwo etwas dann... Wow! Oder? Also wenn ich dann etwas dazu tue, was sie nicht kennen, dann finden sie es cool. Aber wenn ich etwas weglasse, irgendeinen klassischen Film, wo der Reed gespielt hat, wo die Musik definiert wird. Weil im Metal ist es so, dort kommt der Film, der Mustertrümmer. Und dann kann ich dann nicht so etwas spielen und da irgendwie meine Kreativität oder was auch immer reinhauen. Das muss der sein, sonst werden es sauer. Dude, if I give you a bucket of like Army rounds, it's not me like that. You just say, no, she's getting. Oh yeah, he still has that. You get another 5? And 2 more. Hey, I have a tattoo on me, man. Come on now. Well, where? On my leg. On your leg? Yeah, seriously. I've had it for... Nice one. Yeah. I've had this since 92. 92? Yeah. I'm not a young kid, man. Hey, take me a picture of Comic Dream. I think it's the heaviest album I've ever heard. Thank you very much. It's the real thing. Definitely some heavy work, you know. Yeah. No, you guys invented it, so it's the real thing. Thanks, appreciate it. Thanks, Tom. Thank you very much. It's a real honor. I'm so happy, selfie first, unbelievable. I want to. All right, here we go, ready? Your body water bubbling the grades when the Iron Curtain was still up. That's it. Thank you. That's it. All right, head over there for the group shot. Something cross. Die Sache ist das, der Faktum ist das, wenn wir Mexico City nicht machen, dann sagen wir das Ganze ab, weil es sich dann nicht rechnet. Auch mit abgespeckten Crew nicht. Weil Mexico City zahlt $10.000 US. Was mich kotzt es an. Mexiko kotzt mich an und noch länger Mexiko, aber wenn wir jetzt wohl machen, ich nehme an, das ist unser Beruf, oder? Richtig. Und Stutz ist nicht schlecht. Richtig. Und Publikum werden wir haben. Richtig. Also es gibt eigentlich keinen Grund, Nein zu sagen, trotz aller persönlichen Präferenzen, wenn wir professionell sind. Gut, dann will ich mit dem Messi noch mal ein paar Details mehr besprechen heute Abend. Ich muss mal sagen, grundsätzlich, wir machen es. Days of calm, up in his head, he cried the gold. Your hell is a light that carpet council. You carry the will as the morning is here. Thank you very much. Thank you. Tom, thank you very much. For what? For playing, for doing this. Can you turn around for a second? Oh, I'm sorry. No. No. This guy's shooting a documentary. Okay. Show it. You're crazy. Beautiful. You're crazy. Beautiful. How old were you? When I got this, God, I was probably like 22 or something. How old are you now? Were your parents happy about And that? did we live up to this, or are you going to low like, oh no, I gotta figure it out?
You lived up to it. Up to here and up. Thank you very much. Thank you. The pleasure is mine. Appreciate it. I do. You guys have been the prototype to all of metal. You guys, what you've done to the music world, I can't say enough. I think the honor belongs to Black Sabbath, but you're very kind. Yeah, well, Black Thanks very Sabbath, much. but you guys are also part of that whole. What can they, man? It's amazing. Yeah. You're crazy. I didn't even. It's getting bigger when you work out. Yeah, right. Oh, I got a lot to, a lot to do. When you work Yeah. Let's talk about Mexico first. I tried. You heard it. There's nothing Yeah, to talk about. The guy is not coming. I said yes to what I said yes to. I'm going to do my job to what I said yes to. When I have that date, I'm home. Well, the question is, are we going to be professional and do what we set out to do, which is to be a musician, or are we going to be fucking wusses and chicken out? It's like 3 more shows. What difference does it make in a fucking run of 47 shows? I don't understand. I do understand the personal issues. As I said, I wouldn't mind going home reading my books, but I wanted to be a musician. Now I'm here. And if they add 50 fucking shows to the US tour, I will do those because I wanted to be a fucking musician. And if it's 3 little shows in Mexico and you're getting paid for that, and so are we, it's not that we have to do it for charity. I'll do it. Yeah, I want to be a musician. I hang out, I'm acting like the tough guy on stage. I am also tough. I have my personal issues, so fucking what, and I handle them. I go to Mexico. I don't want to, but I will, and I will play a good show there, and I will enjoy it. And the crowds will be huge there. It will be amazing. Okay, we can let go this Mexico thing, whatever, because I think also personally to myself that after these 47 shows, I have enough. Because just seeing how this tour develops, I say I don't need anyone of you more than 1 month around me like this, and you don't need me. Because there's too much negativity here, which I can't stand. I really ask myself sometimes what I am doing here anyway. And if this is my dream, it's a fucking nightmare. Now, reality is that now the fans are coming, which know Celtic Frost since 20 years. There's no new people. Hardly. No, New no, people. that's a crock of shit. No, it's not a crock of No, shit. that's bullshit. Yeah, There's tons of 200 young people who couldn't have possibly been born. Yeah, in but they Turkey. came because of 3049. Some of Oh, them. bullshit. That's what I haven't seen. The Yeah, only but young it's people- not just I wrote bullshit, it it's a in the reality. days We when have 1 years old. 250 people each show. I don't say that nobody comes from us, but you see now reality that in Durchschnitt we have like 250 to 300. The average I spoke to Wolfgang. The average is we're at about 350 to 400 average. Mexico, yeah. You came to the decision, right? Yeah, no. No? Okay. No, man. Yeah, because I don't have a problem with that actually. I gave it some thought myself. I've been thinking about this so hard, like every day, about this fucking Mexico thing, that now I kind of regret it, even though I know it will be a fucking hassle and everything. It's a rough tour anyhow because it's the first tour for this band and it's a monster tour, you know. So, I mean, I think we got it quite good, you know. Yeah, I'm not saying anything. I just think you should have respect for the fact that it's a monster tour. Agreed. You're absolutely right. I'm calling AC. Before there was a talking group. Ja, hallo AC, hier ist Martin. Wir haben uns jetzt entschieden oder haben den definitiven Entscheid betreffend Mexiko. Es ist alles abgeblasen in Mexiko. Wir werden am 13. zurückfliegen, wie geplant. Wenn ich mir das wirklich reif überlege, nee, wir müssen Mexiko machen. Aber wir können es nicht ohnehin. Und damit ist es gestorben. Aber ich finde es scheiße. Nee, ich glaube, ich wollte Musiker werden und nicht dann machen wir doch Stubensitzer. Ja, aber sind wir ja auch nicht, ne? Und dann machen wir dann Mexiko. Nächstes Mal, wenn wir die Staaten kommen, können wir das wirklich noch in einem Aufwasch machen und können es auch wirklich vorbereiten. Ja, garantiert uns das nicht. Ich wollte Musiker werden. Ich wollte ja raus aus meinem Scheißjob. Ich wollte ja als Musiker Geld verdienen. Ich wollte auf der ganzen Welt spielen. Und wenn ich schon die Chance dazu kriege, warum Nein sagen? Thou shalt come, what you be?
Celtic Frost ist wirklich eine schwierige Band. Und schwierig ist nicht die 47 Tage Tour oder auf dem Bus sein. Schwierig ist in Celtic Frost sein und das zu überleben und die Band nicht auseinandergehen lassen. Letzte Nacht habe ich nur eins gedacht, ich will aussteigen und sagen, Futzenband. Nachdem, was gestern passiert ist, Backstage, dort ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ich habe nur gedacht, hey, fuck das eigentlich, für das will ich nicht Musik machen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt mich dieser Sache irgendwie verweigert habe. Und wenn jetzt das so die Dimension plötzlich überkommt für den Tom, dann ist das seine Meinung und entspricht nicht meiner Realität. Allerdings ist das auch nichts Neues. Also wir haben schon sehr oft, eigentlich seitdem wir die Band gegründet haben miteinander, immer wieder Situationen gehabt, wo mehrere Realitäten parallel gelaufen sind, oder? Und ja, es fällt mir sehr ein, dass die Leute, die mir am nächsten stehen im Leben, zum Teil die destruktivsten sind in meinem Leben. Und mir sehr, sehr, sehr wehtun zum Teil. Das hat einen Grund, warum Celtic Frost schon mal auseinandergekehrt ist, oder? Das ist nicht einfach so, wir haben schon gewusst, wir sind eine außergewöhnliche Band. Für die Leute aussen dran sind wir dort an einem Punkt gewesen, wo alle Träume haben sich quasi verwirklicht. Hinter der Kulisse herrscht aber eine ganz andere Realität. Wir haben kaum Geld gehabt, wir haben gemerkt, wir haben einen ganz miesen Plattenvertrag. Am Schluss von dieser Tour auch wegen der finanziellen Probleme, aber auch weil es zwischenmenschlich halt einfach auch schwierig war, ist der Druck natürlich auf eine Ebene gekommen, wo was halt einfach nicht mehr einfach weitergegangen ist. Also nicht mehr so mit dem bedingungslosen einfach mal vorwärts machen. Okay, I want to hear you up there. I don't want to hear you down here, okay? I want to hear you fucking screaming loud, okay? Und dazu angekommen ist, dass unsere Beziehung oder unser Bezug, der ja jahrelang entscheidend war für den Bestand von dieser Band, dass der eigentlich zu dem Zeitpunkt auf Null war, weil er auf dieser Tour seine zukünftige Frau kennengelernt hat. Und ab dem Moment, wo diese Frau in seinem Leben war, die hat er dann auch in die Schweiz geholt, ab dem Moment war der Kontakt dann sehr, sehr stark reduziert gewesen. Das heisst, wir haben gar nicht mehr so viel Kontakt gehabt. Das heisst, ich war sehr stark auf mich allein gestellt gewesen, mit meinen Fragen oder mit meinen Problemen. Und habe dann auch halt das einfach für mich selber versucht auszubaldowern. Und das ist dann auch... Und ich habe mich dann auch umso mehr angefangen einfach zurückzuziehen und mich versuchen umorientieren, was soll ich jetzt machen, wohin soll das gehen. Und das war ein Prozess, der dann schlussendlich doch etwa 2 Jahre gedauert hat. Oder? Und in dieser Zeit war der Tom natürlich schon lange am Weitermachen gewesen. Pleasure and ice cold flames, crying soft as love flies tame, silent tears of diaries of lies, fading lights and sunset quiet. Mein Fehler war, Celtic Frost weiterzumachen, obwohl die Leute, die Celtic Frost eigentlich definiert haben, nicht mehr dabei waren. Vor allem der Martin. Und ich habe dann auf blind geschaltet und habe eine neue Band zusammengestellt, weil ich es mir ganz schlicht nicht vorstellen konnte. Ohne Celtic Frost, was hätte ich machen in meinem Leben?
Celtic Frost ist ja erwachsen eigentlich. Ein Großteil von Celtic Frost via Hellhammer ist erwachsen aus den Schwierigkeiten in meinem Leben. Und erstaunlicherweise, es funktioniert einfach nicht, wenn ich glücklich bin. Celtic Frost geht nicht. Ich glaube, das Album «The Flop» Cold Lake hat extrem viel damit zu tun, dass ich zu der Zeit sehr glücklich war. Ich war völlig absorbiert in dieser neu gefundenen Liebe. Ich bin dem total aufgegangen. Wir haben es genial zusammen. Und ich habe mich viel zu viel um meine Frau gekümmert, sozusagen, als um die Band. Ich habe die Zügel völlig schleifen lassen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo die Band voll war mit Leuten, die eigentlich mit der Band nichts zu tun haben. Mit ganz neuen Leuten. In dem Moment ist, glaube ich, Celtic Frost relativ halt einfach fertig gewesen. Also ich habe wirklich alles angeschaut und gesagt, okay, das wäre es jetzt wahrscheinlich gewesen, oder? Wenn er das überlebt, dann wird er wahrscheinlich alles überleben. Wir haben dann effektiv eine Zeit lang, ein paar Jahre, komplett getrennte Leben gehabt. Wir haben uns ab und zu mal gesehen, aber wirklich nur total sporadisch, nur kurz. Wir haben einfach, das war wahrscheinlich extrem nötig gewesen, dass wir haben uns erkannt, seit wir Teenager waren, und das ist wahrscheinlich absolut überfällig gewesen, dass wir mal ein paar Schritte ohne einander machen. Im Herbst 2000 bin ich und der Martin dann mal kurz Nachtessen hier in Zürich und wir haben zum ersten Mal konkret darüber geredet, wie könnte eine Reunion aussehen. Wir haben dann sehr lange diskutiert, weil überhaupt nicht klar war, ob man das machen soll. Also ob man das überhaupt machen wollen, ist die eine Frage, für mich zumindest. Und die andere Frage ist, soll man das überhaupt machen? Kann das überhaupt gut kommen? Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Weil ich doch mit einigen Dämonen, die ich mit mir herumgetragen habe, in den letzten Jahren und Jahrzehnten ins Reine gekommen bin, wo ich wahrscheinlich schon nie so ins Reine hätte kommen können. Mit Celtic Frost habe ich in einer Band gespielt, die eine Musik macht, die total gegen den Mainstream läuft, die überhaupt nicht mehrheitsfähig ist, wo 90% der Menschheit ablehnt, weil ihnen das zu aggressiv und zu grusig und was auch immer ist. Und trotzdem hast du geschafft, noch jemand hinzukommen mit so etwas Extrem. Dann ist das eigentlich der Olymp vom Erfolg. Totales Happy End. Hä? Totales Happy End. Ja, ist es eins? Celtic Frost ist nie ein Happy End. Warum nicht? Weil Celtic Frost aus extrem schwierigen Persönlichkeiten besteht. Verstehst du das haben wir schon mal gesagt, das, was so explosiv ist, das, was die Kreativität macht. Warum tun Celtic Frost nicht wie jede andere Metalband? Weil es einfach es quillt über die Kreativität, das unkonventionelle Vorgehen, die komischen Backgrounds, die eigentlich gar nicht Metal-typisch sind, all die Sachen, das ist alles echt. Und das existiert dann, wenn man es nicht abladen kann in Musik. Das existiert immer und das macht es unendlich schwierig, auf einem menschlichen Level in Celtic Frost zu sein.